Hallo und herzlich willkommen zu einer Geschichte voller Spannung und Geheimnisse. Was als ganz normaler Deutschunterricht beginnt, wird plötzlich zu einem echten Detektivfall. Ein verschwundenes Heft, eine mysteriöse Nachricht an der Tafel und eine Klasse voller Verdächtiger. Wer steckt dahinter? Finde es mit uns heraus. Viel Spaß beim Hören und Miträtseln. Das verschwundene Heft. Ein spannender Deutschunterricht. Heute begann der Deutschunterricht wie immer. Herr Müller, ein strenger, aber fairer Lehrer, betrat das Klassenzimmer und forderte die Schüler auf, ihre Hausaufgaben herauszuholen. Alle suchten ihre Hefte aus den Taschen. Nur Lena konnte ihres nicht finden. Sie war sich sicher, dass sie die Hausaufgaben am Abend zuvor gemacht hatte. Doch egal, wo sie suchte, in ihrer Schultasche, unter dem Tisch oder auf dem Boden, das Heft blieb verschwunden. Als Herr Müller zu ihrem Tisch kam, wurde Lena nervös. Gerade wollte sie ihm erklären, dass ihr Heft nicht da war, als Tom aus der letzten Reihe rief: »Mein Heft ist auch weg!« Die Klasse wurde unruhig. 2 verschwundene Hefte? Das konnte kein Zufall sein. Einige Schüler tuschelten, andere lachten und scherzten, dass es einen Dieb in der Klasse gebe. Doch Lena fand das überhaupt nicht lustig. Da erinnerte sich David an etwas. Vor dem Unterricht hatte er gesehen, dass jemand eine Mappe unter den Schrank geschoben hatte. Sofort blickten alle zur hinteren Ecke des Klassenzimmers. Herr Müller ging dorthin, bückte sich und zog eine blaue Mappe hervor. Als er sie öffnete, kamen die verschwundenen Hefte zum Vorschein. Die Schüler hielten gespannt den Atem an. Wer hatte sie dort versteckt? Plötzlich ging das Licht aus und die Klasse schrie erschrocken auf. In der Dunkelheit war nur leises Flüstern zu hören. Nach ein paar Sekunden flackerte das Licht wieder an. An der Tafel stand mit großer Kreideschrift: »Findet den Täter!« Ein unruhiges Murmeln ging durch die Klasse. Wer hatte das geschrieben? Herr Müller blieb ruhig und sagte streng: »Niemand verlässt das Klassenzimmer, bis wir herausgefunden haben, wer das war.« Dann forderte er die Schüler auf, nacheinander mit Kreide ein Wort an die Tafel zu schreiben, um die Handschrift zu vergleichen. Einer nach dem anderen trat vor, doch keiner schrieb genauso wie auf der geheimnisvollen Nachricht. Lena beobachtete die Mitschüler genau. Plötzlich bemerkte sie, dass Ben nervös auf seinem Stuhl hin und her rutschte. Seine Hände waren unter dem Tisch versteckt. »Ben, warum bist du so unruhig?« fragte sie misstrauisch. Die Klasse drehte sich zu ihm um. Ich bin nur überrascht, dass jemand so etwas macht«, stotterte Ben. Mia runzelte die Stirn. »Dann kannst du doch auch ein Wort an die Tafel schreiben, oder?« Zögernd stand Ben auf, nahm die Kreide und schrieb langsam ein Wort. Seine Handschrift war der geheimnisvollen Schrift an der Tafel sehr ähnlich. »Ben, also warst du es doch«, rief ein Schüler. Ben seufzte und gab zu: »Ja, ich habe die Hefte versteckt, aber die Nachricht habe ich nicht geschrieben.« Die Klasse war schockiert. Wenn Ben es nicht war, wer dann? Plötzlich meldete sich Lisa. »Ich habe vorhin gesehen, dass Mia nach vorne gegangen ist, kurz bevor das Licht ausging.« Mia zuckte zusammen. Das war nur Zufall«, sagte sie schnell. Herr Müller sah sie streng an. »Dann schreib du doch auch etwas an die Tafel.« Zögernd nahm Mia die Kreide und schrieb. Ihre Handschrift war genau die gleiche wie die geheimnisvolle Schrift.
Ein Raunen ging durch die Klasse. Mia hatte die Nachricht geschrieben. Nach kurzem Schweigen verdrehte Mia die Augen und gab zu: »Na gut, ich habe die Nachricht geschrieben. Ich dachte, das macht das Ganze spannender.« Einige Schüler lachten, aber Herr Müller schüttelte den Kopf. Das war nicht in Ordnung. Ben und Mia, ihr werdet beide einen Aufsatz über Ehrlichkeit schreiben. Am Ende der Stunde war die Aufregung vorbei. Lena war erleichtert, ihr Heft wieder zu haben. Doch sie war sich sicher, diesen Deutschunterricht würde sie nie vergessen. Vielen Dank, dass du unsere Geschichte gehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und dich vielleicht sogar ein wenig zum Miträtseln angeregt. Geschichten wie diese zeigen, dass Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit wichtig sind, nicht nur im Klassenzimmer, sondern überall im Leben. Wir wünschen dir weiterhin viel Freude beim Hören und Entdecken neuer Abenteuer. Bleib neugierig und lass dich von unseren weiteren spannenden Geschichten inspirieren.